Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Wenn Sie eine neue Zeichnung erstellen, dann haben Sie am unteren Rand einen Zeichnungskopf. In diesen Zeichnungskopf werden Informationen eingetragen. Damit Sie diese Information sofort kontrollieren können, sehen, ob Sie die richtig eingetragen haben bzw. ob Sie an der richtigen Position sitzen, sollten Sie den Zoom betätigen. Entweder über Ansicht über den Befehl Zoom oder über die Statusleiste, wo Sie mit dem Schieberegler den Zoom vergrößern können, oder indem Sie die Steuerungstaste drücken und mit dem Mausrädchen den Zoom vergrößern, oder indem Sie die Tastenkombination Shift-Steuerung drücken und mit der Maus ein Rechteck über das Shape ziehen. Jetzt können Sie die Eigenschaften der Zeichnung einsehen, indem Sie über Blend Engineer das Fenster Eigenschaften öffnen. In diesem Eigenschaftenfenster finden Sie die Eigenschaften, die für die Datei benötigt werden, aber auch solche, die im Zeichnungskopf angezeigt werden. Auf der rechten Seite können Sie nun die Werte eintragen, die Sie verwenden wollen. Beispielsweise die Revisionsnummer. Beginnen wir bei 1, dann wird die Revisionsnummer 1 eingetragen. Oder beispielsweise die Teilanlagenbezeichnung, wenn Sie diese korrigieren oder einen anderen Text haben wollen, tragen Sie diesen ein. Es kann nun allerdings sein, dass Sie ein Bild haben möchten. Für das Bild wurde auch ein Platzhalter reserviert in der Mitte der Zeichnung. Wo fügt man allerdings ein Bild ein? Nicht in den Eigenschaften der Zeichnung, sondern an anderer Stelle. Sie finden es unter Extras, in Einstellungen, in den Firmendaten. In diesem Fenster befindet sich am unteren Rand in der letzten Zeile das Logo Zeichnung. Mit einem Klick auf diese Zelle können Sie aus einem bestimmten Ordner ein Bild auswählen, beispielsweise dieses Bild, das wir hier vorbereitet haben, das wird selektiert und geöffnet. Achtung, das Bild wird noch nicht angezeigt, das Bild ist noch nicht in der Zeichnung sichtbar. Sie müssen mit einem zweiten Schritt über Extras das Zeichnungslogo ersetzen. Erst dann wird dieses Bild in der Zeichnung angezeigt. Es kann nun allerdings sein, dass Sie andere Informationen in Ihrem Zeichnungskopf benötigen oder Formatierungen oder dass Ihnen die Texte nicht gefallen oder Sie weitere Informationen haben wollen oder die Linienstärke gefällt Ihnen nicht oder. Sie können diese Korrekturen vornehmen, also Dinge, die Sie nicht in den Eigenschaften finden, indem Sie den Schutz, der auf diesem Shape liegt, aufheben. Um diesen Schutz aufzuheben, wechseln Sie in Visio über Start und dort in der Gruppe Bearbeiten über Layer in die Layer-Eigenschaften. Dort sehen Sie, dass auf dem Zeichnungsrahmen eine Sperrung, ein Schutz liegt. Wenn Sie diesen aufheben, können Sie nun das Shape bearbeiten, indem Sie es markieren und über das Kontextmenü rechte Maustaste Gruppieren den Header öffnen. Damit befinden Sie sich in einem weiteren Fenster, wo Sie nun diesen Header bearbeiten können. Beispielsweise einen Text markieren und ändern oder verschieben oder neue Texte hinzufügen oder Bilder hinzufügen oder auch Formatierungen wie beispielsweise die Linienfarbe ändern. Das habe ich jetzt hier vorgenommen. Ich schließe das Fenster und schon habe ich meinen Kopf geändert, so wie es mein Corporate Design vorsieht. Sie sollten natürlich über Layer und in Layer-Eigenschaften den Schutz wieder setzen, damit Sie nicht aus Versehen Teile des Zeichnungskopfes oder gar den ganzen Zeichnungskopf verschieben oder löschen oder dass ähnliche Dinge passieren. Jetzt liegt wieder ein Schutz auf der Zeichnung oder genauer auf dem Zeichnungskopf. Zusammenfassen. Unter Blend Engineer finden Sie die Eigenschaften der Zeichnung und Sie sollten kein Shape markieren, das heißt, Sie sollten einmal auf das Zeichenblatt klicken, damit Sie die Eigenschaften des Zeichenblattes sehen. Diese können Sie ändern oder eintragen, neu eintragen und diese werden im Zeichnungskopf erfasst und angezeigt. Sollten Sie
den Kopf ändern wollen, Vorsicht ist hierbei geboten, können Sie über Start, über Layer und die Layer-Eigenschaften den Schutz, der auf diesem Layer liegt, entfernen und könnten so Korrekturen vornehmen.